Das sogenannte Islamische Emirat. Wer sind die neuen Herrscher und was haben sie mit Afghanistan vor? Von der Hauptstadt Kabul machen wir uns auf Richtung Süden. Wir können uns im Land frei bewegen, mit Erlaubnis der Taliban. Sie wollen uns zeigen, wie sicher das Land heute ist. 21 Jahre nach ihrem Sturz sind die Taliban wieder an der Macht. Ihr Ziel: Afghanistan befrieden, um einen mächtigen islamischen Gottesstaat am Hindukusch zu bilden. Doch längst nicht alle Afghanen stehen hinter ihnen. Es gibt unterschiedliche Gruppen. Auch ein Ableger des Islamischen Staats hat viele Kämpfer im Land. Seit Wochen kommt es immer wieder zu schweren Gefechten. Diese Aufnahmen aus der Hauptstadt Kabul zeigen einen 8-stündigen Schusswechsel der Taliban mit dem IS. Auch das Alltag im Emirat. Immer wieder Anschläge mit vielen Toten. Die Taliban versuchen, Afghanistan heute als modernen Staat zu führen. Doch an den Grundüberzeugungen hat sich seit den 90er Jahren nichts geändert. Islamistische Ideologie statt Meinungs- und Pressefreiheit. Vollverschleierung statt Frauenrechten. Wir sind unterwegs auf dem Highway Number 1. Er verbindet die Hauptstadt Kabul mit Kandahar und ist die wichtigste Handelsroute des Landes. Mit westlichen Geldern ausgebaut wurde der Highway für die Taliban zum Symbol der Besatzung. 20 Jahre lang war das die gefährlichste Straße der Welt. Fast täglich gab es Anschläge, Entführungen und Überfälle. Hauptsächlich von den Taliban. Die Afghanen nannten diese Straße Autobahn des Todes. Die Taliban versprechen uns, dass wir heute hier sicher sind. Ganz wohl fühlen wir uns trotzdem nicht. Am Straßenrand ein Dorf, das immer noch komplett zerstört ist. Jahrelang wüteten hier schwere Kämpfe. Der Dorfälteste erklärt, dass sich die Taliban hier verschanzt und das Dorf als Versteck für ihre Angriffe auf die Straße genutzt hätten. Die Regierung hat uns reingelegt. Sie haben uns eigentlich versprochen, hier im Dorf Stellungen aufzubauen. Und auch dort drüben auf dem Hügel. Es gab hier Gefechte, aber für unsere Sicherheit haben sie nicht gesorgt. Für den Wiederaufbau fehlt das Geld. Dörfer wie dieses sehen wir immer wieder entlang des Highways. In der Provinzhauptstadt Ghazni haben die Taliban die zerschossenen Fahrzeuge von der Autobahn wie Trophäen am Straßenrand aufgestellt. Sie sind stolz auf den Sieg über die internationalen Truppen. Im Amt für Information und Kultur werden wir vom Chef empfangen. Habibullah Mujahid ist ein Taliban der ersten Stunde. 28 Jahre hat er für seinen Traum vom Emirat gekämpft. Jetzt ist er in der Provinz Ghazni der oberste Medienchef. Die Atmosphäre ist frostig, doch man sagt uns, wir dürften alle Fragen stellen. Wir wollen wissen, wie er die vielen Opfer von damals entlang der Autobahn rechtfertigt. Die Zerstörungen, die Sie entlang der Straße gesehen haben, sind durch unsere Bomben herbeigeführt worden. Wir haben amerikanische Fahrzeuge angegriffen und zerstört. Aber das war nötig, denn damit wurde auch die Hauptursache für Korruption zerstört. Das Islamische Emirat wird alle Straßen und Autobahnen reparieren. Habibullah Mujahid will, dass die Afghanen ihre Geschicke in die eigenen Hände nehmen und weder moralisch noch wirtschaftlich abhängig sind von fremden Mächten. Er will uns zeigen, wie modern die Taliban im Jahr 2022 sind und nimmt uns mit in sein Medienzentrum. Vor 20 Jahren hatten die Taliban alle Medien verboten. Jetzt nutzen sie bereitwillig. Sie haben erkannt, dass eine staatlich gelenkte Propaganda viele Vorteile hat. Radio Taliban ist schon on air.
Die Medien sind sehr wichtig für uns. Bevor wir an die Macht kamen, hatten wir schon einige Radioprogramme, aber jetzt stellen wir überall Antennen auf, vor allem auf den Bergen, um unser Programm zu übertragen. Das Radio ist für uns sehr wichtig, weil es das Handeln der Regierung für alle richtig einordnet. Wir arbeiten hier sogar an einer internationalen Übertragung. Ein Kameramann des hauseigenen Senders filmt unseren Besuch. Jeder soll sehen, dass sich das deutsche Fernsehen für die Arbeit der Taliban interessiert. Im Fernsehstudio sind die Renovierungsarbeiten in vollem Gang. Bald soll auch hier das Regierungsprogramm im TV und auf YouTube verbreitet werden. Noch sind die Redaktionsräume nicht fertig, doch man merkt Habibullah Mujahed an, dass er das Projekt Taliban 2.0 mit aller Macht nach vorne treiben will. Was sie scheinbar nicht nach vorne treiben wollen, ist die Bildung von Mädchen. Wir sind in einer Untergrundschule irgendwo in Afghanistan. Mädchen gemeinsam mit Jungen. Mädchen, die längst keine Schule mehr besuchen dürften. Good morning. Good morning. How are you? We are fine. How about you? Today we are going to study simple present tense. Simple present tense. Mädchen und Frauen im ganzen Land sind frustriert, dass man ihnen die Chance auf Bildung nehmen will. Die Schüler und ihre Familien hier sind in großer Gefahr. Die Strafen der Taliban sind oft drakonisch. Die 17-jährige Zahra möchte unbedingt Ärztin werden. Sie erlauben Jungen bis zur 12. Klasse die Schule zu besuchen. Warum dürfen wir unsere Schule nicht fertig machen? Was ist der Unterschied zwischen Mädchen und Jungen? Sind wir nicht würdig dafür? Haben wir nicht das Recht, eine gute Ausbildung zu bekommen? Jungen haben immer so viel Glück und wir nur Unglück. Sakina ist selbst erst 17. Bis vor kurzem ging sie noch zur Schule. Jetzt ist sie die Lehrerin und hat alles aus dem Nichts aufgebaut. Ein Klassenraum für 50 Schülerinnen und Schüler, Bücher organisiert, einen Lehrplan erstellt. Sie selbst macht das alles freiwillig, verdient kein Geld. Ich will noch mehr lernen, um unser Land aufzubauen. Ich will unser Land nicht so sehen. Unsere Väter haben keine Arbeit. Diese Situation ist so schwierig für uns. Aber ich werde nicht aufgeben. Ich werde weiter unterrichten. Sakina wollte eigentlich Architektin werden. Jetzt unterrichtet sie jeden Tag 6 Stunden. Ihr Bruder hat sie dazu ermutigt, den Kindern Englisch beizubringen. Lernen, das ist den Schülerinnen und Schülern enorm wichtig. Alle wollen hier Englisch lernen, um ins Ausland zu gehen. Danach wollen sie wieder zurückkommen nach Afghanistan, um unser Land in Frieden wieder aufzubauen. Raus aus Afghanistan. Seit die Taliban vor einem Jahr die Macht übernahmen, haben die internationalen Truppen rund 300.000 Afghanen ausgeflogen. Doch noch viel mehr haben Afghanistan auf dem Landweg über Iran und Pakistan verlassen. Wer konnte legal, wer diese Chance nicht hatte, auf gefährlicheren Wegen. Asef Mohsini will seine Heimat so schnell wie möglich verlassen und verkauft seine letzten Habseligkeiten, um sich einen Schlepper über die Grenze leisten zu können. Die Verhandlungen laufen nicht gut. Der Händler erkennt, dass Asef Mohsini seine Sachen unbedingt loswerden muss. So schnell wie möglich. Wir konnten uns nicht auf einen Preis einigen. Er wollte mir sehr wenig Geld geben. Aber ich verkaufe meine Sachen nicht so billig. Ich muss nach einem anderen Käufer suchen. Währenddessen versucht Asefs Ehefrau Nafisa zu Hause den Kühlschrank zu verkaufen. Vieles in der Wohnung ist schon weg. Doch sie brauchen noch 90.000 Afghani,
umgerechnet knapp 1.000 € für die Flucht. Heute hat die Familie kein Glück. Die 2 Frauen wollen nicht zahlen, was Nafisa gerne bekommen hätte. Die wirtschaftliche Lage im Land ist katastrophal. Die Menschen achten genau darauf, wofür sie ihr Geld ausgeben. Alles ist so teuer, sogar Reis und Öl. Das ist ein neugeborenes Baby und ich kann mir nicht mal Milchpulver leisten. Auch Sohn Ali hat seinen Job auf dem Markt verloren, ist arbeitslos. Baby Fatima ist krank, doch für Medikamente hat die Familie kein Geld. Vater Asef war Kraftfahrer für eine spanische Hilfsorganisation. Er hat gut verdient. Doch als die Taliban an die Macht kamen, haben die Spanier das Land verlassen und Asef seinen Job verloren. 1 Jahr ist er jetzt arbeitslos und die Familie in höchster Not. Tee und Brot ist alles, was sie sich im Moment leisten können. Asef ist es wichtig, dass wir seine Geschichte erzählen. Wir sollen sehen, wie groß das Leid im Land ist. Wir haben Angst vor den Gefahren, wenn wir die iranische Grenze illegal überqueren. Aber die Angst, noch schlimmere Tage hier zu erleben, ist größer als meine Sorge. Der Druck ist unglaublich groß. Vielleicht werden wir getötet oder von der iranischen Polizei aufgegriffen und wieder abgeschoben. Aber das ist alles nicht so schlimm wie das Leben hier. Jeden Tag läuft Asef von Händler zu Händler. Die Familie ist verzweifelt und sieht keinen anderen Ausweg, als ihre Heimat zu verlassen. Wer sich mit dem Taliban-Regime arrangieren kann, bleibt, so wie Fazl Rahman Mosleh, auch wenn er nicht alle Überzeugungen der Taliban teilt. Der Familienvater war einst ein Mujahedin, Kommandeur im Bürgerkrieg Anfang der 90er Jahre. Ihm unterstanden 2000 Männer. Jetzt fährt er seine beiden jüngsten Töchter zur Schule. Ja, für mich ist es sehr wichtig, dass sie zur Schule gehen, weil sie die Zukunft von Afghanistan sind und das Land vor der Dunkelheit retten müssen. Ich will, dass meine Töchter Ärztinnen werden und ihrem Land dienen. In Regionen wie Paktia und Khost haben wir nämlich keine weiblichen Doktoren. Der ehemalige Kämpfer hätte vor Jahren beinahe eine seiner 3 Frauen verloren. Konservative Afghanen erlauben ihren Frauen normalerweise nicht, sich von Männern behandeln zu lassen. Das war für Fazl Rahman das ausschlaggebende Ereignis, seinen Töchtern eine höhere Bildung zu ermöglichen. Die beiden Jüngsten gehen jetzt auf eine Privatschule. Normale Afghanen können sich das nicht leisten. Mir wurde die Möglichkeit, zur Schule zu gehen, genommen. Ich war nicht in der Schule, obwohl ich das immer wollte. Ich hatte keine Schuhe, kein Geld, keine Stifte und keine Bücher. Bei vielen meiner Freunde war das anders. Sie konnten zur Schule gehen, aber ich nicht. In der Schule fällt auf, dass in den Klassen nicht mehr viele Mädchen sitzen. Und selbst die müssen, wenn es nach den Taliban geht, in ein paar Jahren zu Hause bleiben. Das gilt auch für die Töchter von Fazl Rahman. Der hat insgesamt 7 Töchter. Doch mit der Kamera sehen wir auch zu Hause nur die 2 Jüngsten. 2 seiner älteren Töchter arbeiten zwar schon im Krankenhaus, doch filmen dürfen wir sie nicht. Weder zu Hause noch bei der Arbeit. Ich durfte alleine mit ihnen sprechen, als die Kameras aus waren. Männer waren dabei tabu. Fazl Rahman ist ein konservativer Paschtune. Die Taliban, sagt er, geben Afghanistan die Unabhängigkeit wieder zurück. Die Amerikaner seien Besatzer gewesen. Wir danken Gott für die jetzige Situation. Wir hatten 43 Jahre Krieg, jeden Tag wurde gekämpft. Aber das letzte Jahr unter den Taliban war friedlich. Jetzt haben wir keinen Krieg mehr in ganz Afghanistan. Überall ist es sicher. Fazl Rahman ist tiefgläubig und richtet sein gesamtes Leben nach dem Koran. Die internationale Gemeinschaft
solle das Islamische Emirat Afghanistan anerkennen, sagt er. Dann würden die Taliban Afghanistan in eine bessere Zukunft führen. Doch gilt das auch für seine Töchter? Ich denke, dass die Taliban Mädchen bald wieder erlauben, zur Schule zu gehen und Meinungsfreiheit zulassen. Ich bin kein Taliban, aber ich bin sehr sicher, dass sie die Mädchenschulen geschlossen haben, um das Schulwesen zu reformieren. Es wird so kommen, dass alle Kinder wieder zur Schule gehen können, aber dann nach Geschlechtern getrennt. Zum Beispiel könnten die Jungen vormittags und die Mädchen nachmittags zur Schule. Sind die Taliban tatsächlich zu Reformen fähig? Bislang haben die neuen Machthaber die leisen Hoffnungen darauf enttäuscht. Das erleben vor allem Afghanistans Frauen, denen nahezu alle Freiheitsrechte genommen wurden. Wir sind verabredet mit dem stellvertretenden Taliban-Sprecher Bilal Karimi. Bevor das Interview beginnen kann, müssen wir eine lange Debatte führen, denn der Taliban-Sprecher möchte nicht mit einer Frau im Bild zu sehen sein. Es ist das erste Mal, dass ein Taliban das verlangt. Auch das ein Zeichen dafür, dass die angebliche Offenheit eher weniger wird. Wir können hier kein Interview machen, wo Sie nur mit der Kamera reden. Ich bin die Journalistin. Sie sprechen mit mir. Wenn Sie nicht mit mir sprechen wollen, okay, dann gehen wir. Doch der Taliban-Sprecher will das Interview nicht platzen lassen. Wir haben kein Problem mit der Anwesenheit dieser Frau. Wir respektieren sie. Ich habe auch kein Problem mit ihren Fragen. Es ist nur so, dass ich mich nicht besonders wohlfühle, wenn ich mit ihr zusammensitze. Bilal Karimi erklärt sich bereit, das Interview zu machen, solange keine Kamera uns beide in einem Bild zeigt. Wo steht denn geschrieben, dass Mädchen oberhalb der 6. Klasse nicht mehr zur Schule dürfen? Sie sollten auf Dinge, die mit dem Islam zu tun haben, nicht oberflächlich schauen. Das ist ein Land, das 43 Jahre für seine spirituellen und islamischen Werte gekämpft hat. Der Taliban-Sprecher weicht vielen meiner Fragen aus. Aber er gibt mir noch mit, Frauen seien in seinem Land stets willkommen, solange sie sich an die Regeln halten. Und ich frage mich, werden sich diese Regeln in Zukunft noch verschärfen? In nur einem Jahr haben die Taliban die wenigen mühsam errungenen Fortschritte der vergangenen 20 Jahre zunichte gemacht. Für die Mehrheit der Menschen hat sich die Lage dramatisch verschlechtert. Afghanistan ist sicherer geworden, doch zu welchem Preis? Die jahrelang für den Terror verantwortlich waren, führen jetzt ein Land, in dem Menschenrechte und Meinungsfreiheit nicht mehr gelten. Ein Land, in dem Minderheiten der Willkür ausgesetzt sind. Ein Land, in dem Hunger herrscht und die Wirtschaft am Boden liegt. Die Perspektive für die Afghanistan wieder aufbauen sollen, wird mit jedem Tag schlechter. Und so verlassen immer mehr Menschen das Land der Drachenläufer.